Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Koma Art. Ich bin Markus Köttermann und heute geht es darum, dass wir mit Rigid Body das Ganze animieren. Das ist mir allerdings diesmal sehr schwer gefallen, da hatte ich viele Probleme und es wird sehr viel hin und her geben. Deswegen wird es heute nur diese Animation geben, also wie wir das animieren. Und ja, im nächsten Video wird es dann weitergehen. Auf jeden Fall geht es dann jetzt um die Vergabe von Rigid Body, dass das am Ende vernünftig passt. Ich hatte da ein, zwei Schwierigkeiten, was ihr dann auch in dem Video sehen werdet, und ich habe das ein bisschen zusammengeschnitten dann und hoffe, dass es euch trotzdem gefällt. Also, dann lasst uns mal reinstarten. Dann gehen wir jetzt alle nacheinander durch. Das heißt, hier Stage 1 brauchen wir nicht, das nicht, weil das sind ja die Cubes bis dahin. Dann haben wir unsere Referenzen, die brauchen wir gerade auch nicht. Und dann fangen wir an hier mit dem Domino Run 1. Das ist jetzt dann hier unsere Kurve. Da machen wir dann jetzt rechte Maustaste, Convert to Mesh. Dann gehen wir mit Tab in den Edit-Modus, machen A, drücken P, Separate by Loose Parts. Dann haben wir hier unsere Kurve, gehen wieder Tab, gehen auf Object, sagen Set Origin, Origin to Geometry, damit jeder wieder seine Geometrie kriegt. Damit haben wir den ersten hier durch. Dann nehmen wir den zweiten, machen dasselbe. Tipp, rechte Maustaste, Convert to Mesh, Tab, A, P und dann bei Loose Parts, Tab, Object, Origin to Geometry. Und dann dasselbe für den dritten auch noch einmal. Rechte Maustaste, Mesh, Tab, A, P, Loose Parts. Dann A, Tab, Geometrie. So, haben wir bei denen auch allen, bei denen allen. Das heißt, wir haben den Run 1 erledigt. Geht's weiter mit dem Run 2. So, das ist als erstes das Stückchen. Dann auch rechte Maustaste zu Mesh, Tab, A, P bei Loose Parts, A, Tab und Chip, genau, Object, Origin. So, dann nehmen wir den nächsten. So, das ist hier der äußere Kreis. Hoffen wir nachher, dass auch alles funktioniert. Rechte Maustaste zu Mesh, dann Tab, A, P bei Loose Parts, Tab, Object und dann wieder, bei Geometry. So, passt. Nächste, der innere Kreis. Da machen wir jetzt dann auch wieder rechte Maustaste, Mesh, Tab, A, P, Loose Parts, Tab und dann Origin to Geometry. Und dann haben wir den auch. Und dann den siebten noch. Das ist hier das kurze Stück. Rechte Maustaste to Mesh.
Tab A P by loose parts, Tab Object Origin to Geometry. So, die haben ja alle ihre mehr oder weniger eigene, dachte ich, haben sie nicht. Das heißt, wir gehen jetzt hier auf den, sagen Apply, damit ist der auch, sagen dann hier auch Tab A P by loose parts, Tab und dann auch Origin to Geometry. Gut, damit haben wir die. Das heißt, der Run ist fertig. Ach, das sind die Stufen. Dann haben wir den Run. Ist fertig. Dann haben wir unseren Ball und dann noch unsere zwei, die dann danach kommen. So. So. Das heißt, nehmen wir als erstes den. Sagen auch rechte Maustaste, Convert to Mesh. Dann Tab A P Separate by loose parts. Da muss er ganz kurz rechnen. Tab Object to Geometry. Und dasselbe dann noch einmal. Rechte Maustaste. Tab A P by loose parts. Tab Object und die Origin to Geometry. So, damit haben wir alles soweit gesetzt. Jetzt geht es darum, dass wir überall dementsprechend den Rigid Body setzen. Das heißt, so, wir fangen einfach mal hiermit an, sagen Rigid Body. Warum verschiebt er das jetzt? Wir speichern erstmal hier. Save. Okay. Passive Box Animated ist da, wo es ist. Okay. Jetzt können wir sagen, wir nehmen hier den Tunnel, falls da einer mal gegenstoßen sollte. Dann nehmen wir den. Dann nehmen wir den. Dann nehmen wir den, den, den und den. Dann klicken wir als letztes den nochmal an, machen Object, Rigid Body, Copy from Active, genau. Und warum verhaut er mir jetzt alles? Passiv Mesh. Passiv Box.
Passiv Box. Könnte mit dem Scale zusammenhängen. Ich weiß es nicht wirklich. Ah, Moment, das Ding ist nicht Box. Das Ding ist Mesh. So. Das Ding ist Box. Das Ding ist Box. Das Ding in der Ecke ist Mesh. Und jetzt haben wir noch hier die Steine. So. Box. Passive. Box. Body. Wenn einer mir das sagen kann, warum der die wegschiebt, bitte schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin da etwas überfordert und weiß da keine Lösung. Ich habe es auch schon im Internet gesucht. Ab und zu macht er das komischerweise, ab und zu nicht. Und ich habe keine Ahnung warum. So, zumindest habe ich jetzt die passiven Strukturen alle schon mal erledigt. Der Ball hier wäre zum Beispiel jetzt eine aktive Struktur. Mal gucken, was er jetzt macht. Nimmt er auch weg. Aktiv. Sphere. Und den haut er nach dahin. Machen wir das noch einmal rückgängig. Sagen wir... Nein. Nein. Scale. Und dann gucken wir nochmal. Ne, macht er auch wieder. Dann machen wir nochmal und geben einfach mal die Location. Und machen jetzt nochmal. Wo hat er dann jetzt hingehauen? Da unten. Nein, das heißt, Location war schon mal schlecht. So, Scale okay. Ja, nach etwas suchen und ja, ausprobieren und so weiter habe ich meinen Fehler gefunden. Also es funktioniert jetzt. Ich lösche jetzt erst nochmal den Rigged Body. Und zwar musste ich hier meinen alten Bake löschen. Das hatte ich vergessen. Der hat reingehauen und die Timeline auf 1 stellen. Dass es quasi alles auf 0 zurückgestellt ist. Und ja, von da aus können wir jetzt quasi loslegen. Und das heißt, wir machen jetzt auf alle unsere Physics. Und das heißt, wir nehmen jetzt die Cubes brauchen wir nicht. Die brauchen wir nicht, das machen wir jetzt erstmal alles wieder zu. Habe ja ein bisschen länger gebraucht mit dem Testen. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Hier haben wir unseren ersten Run.
Moment, die Cubes hier von der ersten Stage, die brauchen wir. Oder das, genau. Den brauchen wir auch, genau. Das heißt, ich fange mal hier hinten an. Ich nehme den ersten. So, und sage dann Rigid Body, Active Box. Die passiven haben wir alle. Der braucht nicht, aber der hat passiv und so weiter. Und jetzt blenden wir alles einmal aus. Das H, 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 H. Dass wir jetzt nur die haben und die Kugel blenden wir auch eben aus. H. Und jetzt machen wir A. Die Kamera brauchen wir auch nicht. H. A. Ja, sieht nichts Zusätzliches aus. Dann sehen wir, dass der hier als Haupt angeklickt ist. Und dann können wir hier oben auf Object gehen, Rigid Body, Copy from Active. Das heißt, jetzt haben alle hier den Rigid Body. So, mit der Box. Das heißt, den können wir wieder zumachen. Hier machen wir eben wieder alle an. Kamera können wir wieder anmachen. Dann Stage 2, das Panel haben wir auch. Der Referenz brauchen wir nicht. Das ist der erste Run, der zweite Run. Die Cubes müssen alle wieder dahin. So, dann Steps 01. Achso, das sind die Dings. Okay. Dann Ball. So, dann nehmen wir den Ball. Animated nehmen wir mal raus. Sphere. Das war noch vom letzten Mal. Und damit haben wir eigentlich alles. Und jetzt möchte ich einmal einen Bake machen, weil, warte, den machen wir nochmal eben weg, H. Weil der wird dann hier hinten umfallen und dann sollte es laufen. Das heißt, ich speichere jetzt erst einmal ab. So, Save. Und ich gehe dann nach hier und sag mal, 5000 werde ich wahrscheinlich nicht brauchen. Ich mache jetzt erstmal auf 3000 Frames und sage dann Bake und dann kann der jetzt erstmal durchlaufen. So, machen wir mal eben erst doch nochmal Pause. Mit Escape, um dann einmal zu gucken, ob es dann wirklich auch fällt und nicht zersplattert wird. Gut. Da wäre dann die Frage, warum zerfetzt er das? Weil der hat ja...
Wir haben Box. Mesh. Ich glaube, das könnte der Fehler sein. Die nicht. Aber die wieder. Dann machen wir das mal anders. Wir nehmen nochmal den ersten. Obwohl es ist ja nur hier hinten. Machen wir die nochmal eben H. Den H. H. Dann nehmen wir die hier hinten. Nehme ich hier den ersten. Ach Mist. Und gehe dann hier auf Mesh. Dann machen wir das Ganze noch einmal. Object, Rigid Body, Copy from Active. So, jetzt ist der Dings drüber weg. Jetzt sollten alle hier einfach nur Mesh haben. Und dann versuchen wir das Ganze nochmal. Das heißt, wir gehen hier eben die Plane wieder rein. Und hier Ball, die wieder rein. So. Und wir löschen den Bake, Delete und Baken noch einmal. So, machen wir noch einmal, das sollte reichen. Sieht sogar noch schlimmer aus. Dann machen wir das nochmal komplett anders. Wir tun das komplette Rigid Body löschen. Das heißt, alle sind frei, vogelfrei. Auch die. Und wir erstellen ein komplett neues. Das heißt, ich mache jetzt das. Warte, machen wir hier den Cube mit rein. Den machen wir den erstmal. Rigid Body, Passive, Mesh. Den Rigid Body, Passive, Box. Den Rigid Body, Passive, Box. Und den Rigid Body, Passive und Mesh. Dann haben wir hier unsere den, ups, den und den. Die tue ich dann den noch mit anklicken und sage dann Object, Rigid Body, Copy from Active. Nächster Versuch. So, jetzt haben die auch. Und jetzt müssen wir eben wieder gucken mit den mit denen. Versuchen wir das Ganze noch einmal. Rigid Body, Ups, Active, Box. Und dann machen wir mal eben den wieder Height,
Height, Height, Height, Height. Dann nehmen wir Kamera, Height, dann alles. Ah, die müssen noch. Height, noch irgendwas. Ah. Dann den hier hinten. Dann Object und Rigid Body Copy from Active. So, jetzt gucken wir nochmal, wie die hier hinten aussehen. Und die haben aber alle so ein Dings oben drauf. Die nicht. Die auch nicht. Aber jetzt möchte ich mal eben was ausprobieren. Bake. Und Stopp. Okay. So, dann machen wir noch einmal hier den ersten. Delete Bake. Active lassen wir. Mesh. Object. Body. Copy from Active. Ja, gucken wir noch einmal. Das will mich hier einfach ärgern. Bake. Stopp. Ja, ist das nicht mehr so schlimm, aber es ist noch da. Dann gehen wir nochmal auf 0. Aber warum? Dann machen wir das nochmal anders. Ich nehme mal die, war es nicht, die. Die. Okay, vielleicht ist das der Grund. Stehen alle leicht im Boden. Dann machen wir das nochmal weg. Den weg. Damit sollten, meine ich, alle wieder weg sein. So. Dann machen wir mal die nochmal wieder an. Gucken wir mal.
ob das hier dasselbe ist. Ja, dann machen wir mal GZ. Dann machen wir noch einmal Delete Bake. Okay, machen wir nochmal auf 0. Delete Bake. So, ich habe doch noch was gefunden und zwar scheint es jetzt zu funktionieren, weil ich habe normalerweise immer alles auf Box gestellt, weil ich das vorher so, ja, oder weil das vorher so am logischsten war für mich und am besten funktioniert hat. Und ja, jetzt habe ich aber alles einfach mal alle Dominosteine auf Convex Hall gestellt und komischerweise scheint das jetzt zu funktionieren. Also ich habe jetzt 121 Frames gerade gemacht und die Cubes, ja, bleiben alle soweit stehen, so wie es aussieht. So, ne? Bleiben alle schön stehen. Und hier ist es jetzt dann angefangen wie gesagt. Ne? Das heißt, ich mache noch einmal eine alte Datei offen. Guck mal, wie ich das da hatte. So, das kennen wir ja. Und einmal gucken, Rigid Party. Den hatte ich auf 5, okay. Gucken wir nochmal, weil ich meine, ich hätte das nämlich nachher. Ah, ne, da. So, das war der richtige. So, Rigid Party 3, genau. Passt. Dann wollen wir jetzt mal das Ganze durchbaken lassen. Ich hoffe, dass ich mit den 3000 Frames hinkomme. Ich stelle hier auch noch auf 3000. So. Und dann lassen wir das mal durchlaufen. Und wir hören uns dann gleich wieder, wenn das durchgelaufen ist. So, Delete Bake, Save. Und dann lassen wir mal laufen. Bake. Gut, damit haben wir es geschafft und jetzt lassen wir das mal einmal durchlaufen. Gucken wir mal, ob das passt. So, so, einmal kicken. Da ist ja jetzt der erste Übergang.
Ja, das sieht ja schon mal erstmal schön aus. Eng. Nein! Die Kugel will nicht. Oh, ich habe jetzt da durch das ganze Hin und Her den Rigid Body vergessen. Der ist Dings, aber die Kugel. Das heißt, die Kugel ist dann aktiv. Dann nehmen wir mal Spear. Mal gucken, ob das funktioniert. Und dann muss ich hier... Hatte ich hier hinten nicht noch einen Dings? Oder habe ich den jetzt aus Versehen mit allem gelöscht? Nein. Ball. Sphere. Tors. Turn. Jo, habe ich wohl gelöscht. Das heißt... Ich hatte hier nur so einen Kreis hingemacht. Dann machen wir mal eben... Oder gucken wir noch mal eben durch, ob der sonst... Ne. Kamera ist noch inaktiv, unsichtbar. Die beiden sind nur unsere Dings und unsere Referenzen. Ne, ist der... Da ist er nicht mit drin. Da ist keiner mit drin. Jetzt aus Versehen in den verkehrten reingerutscht. Nein. Und wenn es wäre ein Circle, der wäre ganz vorne. Nein. Nein. Bei Cube wäre er ganz hinten. Aber da ist er auch nicht. Da ist er nicht. Kamera ist er nicht. Da ist er nicht. Und die anderen hatten wir. Gut. Das heißt, wir erstellen eben nochmal schnell einen neuen. Mesh. Ein Circle. So. Den drehen wir mal eben x 90, dann steht er aufrecht. Und dann schieben wir den mal eben g, y, ungefähr nach da, g, x, ungefähr nach da. G, y, g, z. Irgendwie muss ich den beim ganzen Hin und Her und Hopp gelöscht haben. So. Dann gucken wir mal, dass wir ungefähr die Flucht haben. G. So. GZ ein bisschen noch hoch. Ja, dann machen wir Tab. Extrude. S für Scale. So. Dann wieder Tab. Und dann geben wir dem hier mit dem Modifier Spolitify ein bisschen Dicke. Fünfzehn. So.
Der innere Kreis könnte ein bisschen größer sein. Scale. So. Und dann machen wir nach dem Spolitify noch ein Bevel. So, dann hat er hier ein bisschen rund. Passt. Und dann machen wir als letztes noch einen Subdivision Surface. 2. Sieht gut aus. Und dann machen wir noch einen Shade Smooth. Und dann sieht das doch schick aus. So, und dann sollte das am Ende passen. Das heißt, jetzt müssen wir noch einmal alles rendern. Gehen wir mal ein paar Schritte zurück. So. Weil wir wissen, bis dahin funktioniert's. Schade, dass die nicht gleichzeitig ankommen, aber naja, ist dann so. Und dann, warte mal, tun wir die alle applyen. Apply. 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 Und müssen dann auf dem noch ein Rigid Body Passive Voxel oder ich nehme jetzt in dem Fall mal Mesh. So, das heißt, wir müssen dran denken, 1350, merken wir uns mal, versuchen wir. Und dann machen wir mal noch einmal Delete Bake, Bake. Jetzt gucken wir noch mal eben. Escape. Nö, da fliegt nichts weg. Dann passt das. Dann machen wir hier 1350. Delete Bake, Bake. Und dann gucken wir mal, wie es gleich aussieht. Dann geht's mal auf den nächsten Versuch. Wir sehen, unsere Kamera fährt auch noch mit, aber die beachten wir jetzt erstmal nicht. Ist mir jetzt gerade hier aufgefallen, also drücken wir mal nochmal Play hier. So, die Kugel rollt. Ja, etwas langsamer als ich gedacht habe. Warum hat er bei 2000 aufgehört? 3000. Ah, ich habe auf 2000. Nein, also muss ich nochmal. Ja, damit war es das. Wäre schön, wenn die Kugel etwas schneller rollt. Eine legt sich da rein. Aber egal. Delete Bake. Können wir locker wieder 5000 machen. Okay. Und hier auch 5000. Und dann müssen wir noch einmal baken. Leider. So, dann lassen wir mal weiterrollen. Fertig mit dem Bacon. Oh, das funzt. Gut, scrollen wir ein bisschen vor hier. Ah, ist nicht ganz gleichmäßig. Die Seite war schneller, da habe ich zu lang gezogen.
Ey, wie wir sehen, reicht das noch nicht aus. Ich würde das Video aber jetzt hiermit dann beenden. Ich werde das nachher noch ein bisschen länger machen und baken. Wir haben es ja dann endlich geschafft, dass es soweit funktioniert, wo ich dann auch glücklich drüber bin. Und ja, dann lasst mir gerne ein Like da oder und einen Kommentar. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute euch und danke fürs Zuschauen. Ciao.